Ein, 2 Gedanken zum Phänomen des Elitären. Ich möchte gar nicht so sehr auf irgendwelchen bestimmten vermeintlich elitären Gruppen herumreiten oder das irgendwie punktieren. Das ist ein völlig anderes Thema. Aber mich interessiert, wie wir das Elitäre als Konzeption irgendwie in unsere Wahrnehmung, in unsere kollektive und auch in unsere individuelle Wahrnehmung eingebaut haben und was es heißt, sich daran irgendwie zu orientieren. Unabhängig davon, in welche Richtung. Ob man es anbellt oder kritisiert oder ob man es analysiert oder ob man aus irgendwelchen Gründen den Wunsch verspürt, zu einer elitären Gruppe dazu zu gehören und davon beeindruckt ist, dass das Elitäre für Probleme sorgt und für großen Schaden an bekannten Stellen anrichtet, muss ich, glaube ich, nicht weiter hier jetzt ausbreiten. Es geht mir um etwas anderes, nämlich den Punkt zu finden, an dem wir davon in irgendeiner Weise hypnotisiert sind, wo uns das auf eine Weise beeindruckt, dass wir glauben, dass es die Macht über uns hat, wenn man jetzt sich nicht dazu zählt oder nicht irgendwie einer bestimmten hervorgehobenen Gruppe oder irgendwie exklusiven Gruppe angeschlossen ist oder davon eingeschlossen ist, eingebunden ist, sondern wenn man merkt, gut, ich habe nicht diese Position, das ist nicht ein Bereich, der für mich betretbar ist. Trotzdem davon aber irgendwie betroffen zu sein, dass es etwas in einem auslöst, dass es vielleicht Ehrfurcht auslöst oder dass es Ehrgeiz auslöst oder vielleicht auch so manche Projektion, vielleicht auch den Wunsch, diese Dinge zu durchleuchten und eben zu kritisieren. Das ist überhaupt nichts, also da spricht überhaupt nichts gegen. Ich glaube, es ist sogar sehr wichtig, dass das passiert. Nur ist das jetzt hier gerade nicht meine Aufgabe, sondern ich möchte auf was anderes hinaus. Und das ist genau diesen Punkt zu finden, an dem es einen irgendwie bekommt, an dem einen Menschen die Vorstellung, dass es nun mal so gesetzt ist, dass Macht sich auf diese Weise verteilt, dass es immer irgendeine Form von Klüngel geben wird, der die Dinge unter den Menschen regelt, plant, strukturiert, modelliert und dann irgendwie auch durchsetzt. Dass das nun mal so gegeben ist. Ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir uns irren. Ich bin nicht der Meinung, dass das so ist und ich glaube, wenn wir diesen Punkt herausfinden und auch stark machen, also wenn Menschen das irgendwie tun und einfach ganz andere Formen der Kommunikation leben, ganz andere Formen des Denkens leben, weil sie sich aus irgendwelchen Gründen geschafft haben, aus dieser Hypnose, und ich nenne das wirklich so, zu befreien, indem man auf irgendetwas starrt, was man als etwas ganz Besonderes, vielleicht sogar irgendwie verdreht Sakrales, auf eine, wie ich meine, konstruierte hohe Stufe stellt und das irgendwie glaubt, von unten ständig anstarren zu müssen, um sich vielleicht auch irgendwo zu verorten, wo man dem immer die Macht geben kann. Also ich möchte nicht sagen, dass das nicht existiert, das ist nicht mein Punkt. Ich glaube nur, dass es uns nicht hilft, das als notwendig gegeben zu sehen. Und immer nur noch wieder festzuklopfen, dass diese Vorstellungen in uns bleiben, dass Macht sich auf eine solche Weise zentralisieren muss und das Zusammenleben von Menschen eben derart bestimmt und gestaltet. Ich glaube nicht, dass der Hebelpunkt da liegt, nur darauf zu schimpfen und sich die ganze Zeit darum zu kreisen, wie unglaublich hilflos und machtlos man ist. Dass man das empfindet, gehört, glaube ich, zu dem Punkt dazu, diese Hypnose aufzulösen, also sich einzugestehen, dass diese Welt nicht gerecht ist, die wir als Menschen irgendwie geschaffen haben oder zugelassen haben, dass sie sich schafft. Und dann ist es aber wichtig, den Absprung davon zu schaffen und irgendwelche Wege zu finden, auf anderes hinzuweisen, anderes zu verkörpern, anderes zu leben, neue Ideen des Miteinanders zu finden. Nicht diese Hackordnungen, diese Stufengeschichten, diese Hierarchien, diese auch, man könnte sagen, Herrschaftsformen in Bereichen, wo sie nun wirklich gar nicht hingehören. Und das kann im Privatleben sein, das kann in Partnerschaften sein, in Familien kommt es häufig vor, in irgendwelchen Freundeskreisen oder Kulturszenen oder welchen Arbeitsplätzen. Es ist
eine Sache, die an allen möglichen Stellen, glaube ich, erkannt werden könnte oder sollte und die genau da stark wird, wo man es nicht immer nur an den großen Themen festmacht, sondern eben die Mechanismen, die uns dazu bringen, allzu beeindruckt davon zu sein, wenn irgendwo besonders exklusive Clubs entstehen und irgendwo Einflüsse entstehen. Wie das möglich ist, ich glaube, es gibt da verschiedene Wege, aber auf einen Weg möchte ich heute zeigen. Und das ist ein Weg, der in der Musik zum Beispiel gewählt wird. Und hier finde ich sehr inspirierend, zwei Songs zusammenzunehmen. Und der eine ist von Odyssey und heißt Own Appeal. Der andere Song ist von Open Mike Eagle und heißt Celebrity Reduction Prayer. Und es sind verschiedene Themen im Grunde, aber ich glaube, in beiden Songs findet etwas Ähnliches statt. Und das ist, wie ich es so höre oder wie ich meine, eine wirkliche, echte Emanzipation, sowohl im Text als auch wahrscheinlich in der Art und Weise, wie das entstanden ist und die Videos gedreht sind und wie die Künstler auftreten. Open Mike Eagle habe ich noch nie live gesehen, Odyssey schon. Und der trat auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt, als ich ihn sah, mit Liveband auf. Das war auf jeden Fall ein ziemlicher Genuss, eine ziemliche Freude und auch ein bisschen ungewöhnlich für das, was ich bis dato kannte. Jedenfalls haben diese beiden Songs mich jetzt eine Zeit lang begleitet und ich kenne von beiden Künstlern die Werke nicht, also ich kenne nicht viel von denen, aber diese beiden höre ich echt oft und höre die tatsächlich zusammen. Und dann habe ich gesehen, dass das Celebrity Reduction Prayer von Odyssey tatsächlich sogar produziert ist. Also ich habe mich das gefragt, warum mochte ich den anderen auch? Und da wird es natürlich irgendwie auch klar, weil da eine Handschrift zu erkennen ist. Es sind, wenn man sich die Lyrics anguckt, beides kulturkritische, gesellschaftskritische, aber auch vielleicht kunstkritische Songs. Es geht, wie ich meinen würde, in dem Odyssey-Song sehr stark darauf den Fokus zurückzulenken, also an etwas zu erinnern, den Fokus zurückzulenken auf das, worum es in dem Fall im Hip-Hop wirklich geht oder in dem Fall der Musikproduktion wirklich geht. Es geht darum, wie ist man inspiriert, was ist es? Es sind jetzt bei ihm zum Beispiel Reisen, es ist das Unterwegssein, es ist das Dinge wahrnehmen, es ist das sich auch daran erinnern, dass man nicht den ganzen eigenen Pfad kennt und ist natürlich irgendwie auch sehr, also hat eine spirituelle Ebene, die da auch berührt wird oder die da thematisiert wird. Also es lohnt sich wirklich ein Blick in den Text in beiden Fällen. Und es ist immer wieder die Erinnerung daran, den Fokus auf das zu lenken, was man tut. Die Arbeit, die tatsächliche Arbeit. Und in einem kleinen Scharnier oder in einer kleinen Stelle habe ich das besonders gefunden. Ich traue mich jetzt darüber zu reden, obwohl ich überhaupt keine Ahnung von Musikproduktion habe, aber ich fand auffällig, dass er singt, dass er rappt, dass er schreibt, dass er nicht Plays, Hits und Klicks monitort, also beobachtet, kontrolliert, sondern die Snare Drum und Bottom of Kicks. Also ich glaube, es ist irgendwie die Kick Drum in der Musikproduktion, die man, glaube ich, meistens mit dem Bass irgendwie interagieren lässt. Und da habe ich ein bisschen einen Blick in so ein Reddit-Forum geworfen, wo jemand danach gefragt hat, wie das nicht so verwaschen klingen kann, wenn man mit den Kicks arbeitet. Und hat dieser Mensch die Antwort bekommen, dass man einerseits unten ein bisschen die Herzfrequenzen, glaube ich, abschneidet. Also es geht darum, dass die meisten Speaker oder Kopfhörer oder Lautsprecher bis unter 40 oder 50 Hertz nicht mehr richtig die Sachen abspielen können. Es geht also darum, welche Ohren hören das wie. Wie ist das, was empfängt, was die Resonanz gibt, was das wieder ausspuckt bei Hörern? Wie ist das gestaltet, dass die Kicks wirklich ein Akzent bleiben, dass es auf etwas hinweist, dass es, ich würde jetzt zum Beispiel das für mich so übersetzen, dass es einen Attack gibt, also dass da etwas prägnant ist und eben nicht verwaschen und irgendwie
muddy, sagt man wohl im Englischen. Also ich bitte um Nachsehen mit meiner etwas naiven Herangehensweise daran, aber ich möchte damit auf etwas anderes hinweisen. Es ist nämlich das Wortspiel. Keine Plays, keine Klicks und keine Hits. Das sind ja Dinge, die auf der einen Seite sowohl aus der Produktion, also die Produktion betreffen können, dass es da in dieses Vokabular gehört. Und gleichzeitig sind diese ersten drei, also die Odyssee laut Text, nicht kontrolliert, nicht beobachtet, auch Dinge, die mit der öffentlichen Wahrnehmung zu tun haben. Also Klickzahlen, Hits, also Dinge, die irgendwie durch die Decke gehen, Plays, also das Starren auf Zahlen ist nicht das, was er tut, sondern er kümmert sich um das, was vielleicht ein bisschen unscheinbar wirkt, was vielleicht auch ein bisschen mühsam ist, wenn man irgendwie die Kicks bearbeitet und da die Grundlage so schafft, dass die eben nicht schlammig klingen, sondern gut klingen, prägnant klingen. Und ich glaube, man kann oder sollte die noch mit irgendwelchen Equalizer-Funktionen bearbeiten, dass die lebendig klingen. Dass es also lebendig ankommt. Und das sind kurze Sequenzen. Also es ist ein Detail. Aber ich glaube, in diesem Detail steckt etwas. Es ist nämlich die Arbeit von Menschen, die sich nicht davon hypnotisieren lassen, wie sie an den höheren Oberflächen ankommen, also wie das durchkommt an den Stellen, die vielleicht offensichtlicher sind, sondern wie auch das in der Tiefe, das, was in der Musikproduktion auch zum Beispiel in den Tiefen passiert, auch mit rübergebracht werden kann. Und ich glaube, diese Dinge mitzubedenken, das größere Feld mitzubedenken, jetzt nicht mehr nur im Blick auf Musikproduktion, sondern auch im Blick auf die Frage, wie kommunizieren wir etwas oder wie kommunizieren wir miteinander? Wie schauen wir uns irgendwelche Themen an? Wie wird zum Beispiel Kulturkritik formuliert und wie wird sie rübergebracht? Wenn da der Fokus ein bisschen geöffnet wird und man eben nicht nur immer dieselben Phrasen sich hin und her wirft und glaubt, wenn man immer an derselben Stelle hackt, dass da irgendwann was Besseres bei rauskommen würde, als das, was sowieso schon dabei rauskommt, sondern an möglichst vielen verschiedenen Stellen ansetzt und dann einfach schaut, ob da Interaktionen entstehen, dass man nicht alleine immer jedes Thema bis zum Ende fertig verstanden haben muss, sondern auch sieht, okay, da gibt es Menschen, die machen das und dann gibt es andere Menschen, die weisen wieder auf etwas anderes hin. Das sind größere Gebiete der, wie könnte man sagen, der Bereich wird größer, in dem wir wahrnehmen. Der Bewusstseinshorizont wird geöffnet, indem wir nicht glauben, wir müssten die einen Menschen sein, die alles verstanden haben, sondern indem wir miteinander sprechen, indem wir auch das wahrnehmen, was andere machen, ohne uns an sie zu kleben, ohne zu glauben, dass sie uns im Umkehrschluss auch hören müssen, sondern das nehmen, was sie zu geben haben und damit dann selbst etwas Neues, einen neuen Gedanken, einen eigenen Gedanken weiterführen. Sich von dem inspirieren lassen, wenn zum Beispiel ein Künstler wie Odyssey davon spricht, was ihn inspiriert. Aber du musst nicht dasselbe machen wie Odyssey oder Open Mike Eagle, sondern du kannst etwas anderes damit machen. Du nimmst dir vielleicht einen kleinen Teil raus und verknüpfst es mit etwas anderem, sodass es für dich Sinn ergibt und für dich substanziell wird. Und dann geht es vielleicht auch darum, das Prinzip des Substanziellen zu übertragen und immer wieder freizusetzen und immer wieder auch unter Beweis zu stellen, dass es etwas übertragen kann, in welchem Bereich auch immer. Und es kann damit zusammenhängen, einen Hinweis darauf zu geben, was einen stört, an dem Glauben an das Elitäre, an das Exklusive, an das Promi-Celebrity-Zeug. Und es kann das thematisieren. Natürlich kann das etwas Befriedigendes sein, wenn es jemand wie zum Beispiel Open Mike Eagle auf eine Weise ausspricht, die da deutlich ist. Da lohnt sich natürlich genauso ein Blick in den Text. Aber ich glaube, man sollte es erstmal einfach hören und genießen, wenn dich dieses Thema jetzt kickt. Interessant wird es aber genau beim zweiten Song, und das ist das andere Detail, auf das ich hinaus will, dass er singt, "What the fuck is my problem?"
Er sagt nicht, what the fuck is your oder their problem. Das ist ein interessanter Punkt. Hier geht es auch um Selbstkritik. Hier geht es darum, sich selbst daran auch zu erinnern, mit dem kritisch sein, immer auch mitzumeinen, immer mitzuprüfen. Und ich finde es genial, wie der sagt, er stellt sich die Frage, was ist eigentlich mein verdammtes Problem? Und ich glaube, das ist essentiell für diese Frage, was uns hypnotisiert und wie wir die Hypnose lösen können. Dass wir uns, verdammte Hacke, nochmal fragen, was eigentlich unser verdammtes Problem ist. Dass wir uns in manchen Fällen nicht trauen, unsere Stimme zu gebrauchen. Nicht trauen, das auszudrücken, was wir gerne selber ausdrücken möchten und sagen möchten. Und ständig an andere Menschen, die vielleicht eine Position haben, wo sie Reichweite, Einfluss oder was auch immer haben, eine Sprachmöglichkeit haben, eine Sache sich geschaffen haben oder ihnen eine gegeben wird, also eine Möglichkeit zu sprechen, dass wir die ganze Zeit anschreien, dass sie das möglich, also dass die bitte doch möglichst das sagen sollen, was wir denken. Das muss aufhören. Wir müssen es selbst tun. Wir müssen selber sprechen und wir müssen miteinander sprechen. Nicht alle miteinander, also es ist so, wie es sich nun mal fügt und wie es sich für die Menschen richtig anfühlt und wie es die Kraftmomente entwickelt, die es, glaube ich, braucht, um diese Hypnose nach und nach zu lockern. Weil es ist eine kollektive Hypnose, aber es ist auch eine je individuelle Hypnose, zu glauben, dass es, und damit eben auch die Verantwortung aufzuschieben, zu glauben, dass es erst irgendwie eine Erlaubnis geben müsste, um zu sprechen. Wir sind nicht mehr in der Schule, wo man die Hand hebt und dann vom Lehrer drangenommen wird. Wir sind hier in der Erwachsenenwelt und da gelten einfach andere Regeln. Und ich glaube, wir übernehmen das manchmal. Also ich weiß um die Tabus, ich weiß um das Gefühl, dass man denkt, ich darf das gar nicht. Ich weiß um diese Angst jedes Mal, wenn man irgendwas veröffentlicht oder wenn man auch in einer Live-Situation mit greifbaren Menschen etwas ausspricht, von dem man vielleicht Angst hat, dass es nicht gut aufgenommen wird oder eben unprominent ist. Aber es ist unsere verdammte Pflicht, das zu tun, wenn wir eben anders denken oder wenn ein Gedanke anders ist. Es kann sein, dass es super wichtig ist, dass irgendjemand diese Aufgabe übernimmt, auch in Kauf zu nehmen, ganz alleine mit dem dazustehen, was man denkt und von was man wirklich überzeugt ist. Und deswegen ist die wichtigste Frage, die natürlich, also die zwei wichtigen Fragen, die, finde ich, in diesen beiden Tracks gestellt werden, sind einerseits, was ist dein eigener Appeal? Also was ist das, was dich anzieht? Was ist dein je eigener Sog, der Zug, der Ruf, was auch immer? Darum geht's, das herauszufinden und diese Willenskraft zu nutzen, dem hinterherzugehen. Das kann niemand anderes für dich vorwegnehmen. Das ist deine Freiheit und das ist deine Verantwortung und meine genauso. Wenn man allzu beeindruckt ist von bestimmten Wegen, kann es sein, dass man ein Stück Weg des anderen versucht. Aber auch das müsste früher oder später dazu führen, dass man wieder den eigenen findet, wenn das, was jemand anderes gemacht hat, tatsächlich funktioniert. Also ich glaube, es läuft immer auf dieses Individuation, den eigenen Weg finden, immer wieder zurückfinden auf das eigene. Gerne auch mal was anderes ausprobieren, aber immer wieder zurück in den Fokus kommen. Und das andere ist, nicht müde darin zu werden, was eigentlich verdammt nochmal das eigene Problem ist, wenn man an diesen Stellen dem ganzen Spektakel noch glaubt.